Hallo und herzlich willkommen, bei den Bicycle Passengers dem Radreisekanal von Susanne. und Norbert Seng. Wir begrüßen euch zum Video unserer letzten Tagesetappe auf der 2025er Radreise von Augsburg nach Gemünden. An diesem Tag sind wir auf dem Mainradweg vom Campingpark Wertheim-Bettingen über die schönen Städte Marktheidenfeld und Lohr nach Gemünden gefahren, wo unsere Radreise fast beendet war. Von dort ging es mit der Bahn über Schlüchtern nach Fulda und dann weiter auf den Rädern unseren gewohnten Heimweg nach Marbach. Genießt also jetzt mit uns die Bilder des letzten Reisetages. Viel Spaß!
jetzt zum Fazit unserer letzten Etappe. Der Main-Radweg hat uns nicht überrascht, da wir diesen Abschnitt schon einmal bei unserer ersten gemeinsamen Radreise im Jahr 2019 gefahren sind. Aber er hat uns erneut sehr gut gefallen. Der Main-Radweg ist einfach wunderbar. Eine schöne Tallage mit Weinbergen und teils steilen Hängen, der Fluss mit seinen Staustufen und vielen Schiffen, die gut ausgebauten Wege nahe des Flusses sowie hübsche Städte und Dörfer. Das alles ist sehr ansprechend. Und dazu kommt, dass in dieser Gegend Frankens sowohl die Wein- als auch die Bierliebhaber voll auf ihre Kosten kommen. Von Gemünden aus haben wir uns dann auf die Heimreise gemacht, um vor der neuen Arbeitswoche noch etwas Zeit zum Ausräumen, Waschen und Akklimatisieren zu haben. Es ist zwar schade, dass die Urlaubsreise zu Ende ging, aber auf das Wiedersehen von Familie und Freunden freut man sich ja trotzdem. Nun noch ein Resümee von unserer gesamten Radreise von Augsburg nach Gemünden. Wir hatten insgesamt eine sehr schöne Tour. Dass wir in Augsburg begannen, das lag eigentlich hauptsächlich daran, dass die Stadt gut mit dem Intercity zu erreichen ist. Das wollten wir ausprobieren, weil er ein paar mehr Fahrradstellplätze hat als ein ICE. Letztendlich ist er zwar ausgefallen und wir mussten, wie schon gewohnt, mit Nahverkehrszügen anreisen, aber wir hatten dadurch auch eine erste Übernachtung bei lieben Freunden im nahegelegenen Kissing. Dass wir von den befahrenen Abschnitten sowohl des Lechradwegs als auch des Donauradwegs etwas enttäuscht waren, hatte ich ja schon erwähnt. Vielleicht lag es ja auch einfach etwas daran, dass wir die Bilder der schönen Teilstrecken im Kopf hatten, die es ja zweifelsohne gibt. Aber die Donau hat uns mit dem begeisternden Donaudurchbruch bei Kelheim ja durchaus versöhnt, ehe wir auf den Altmühlter Radweg abgebogen sind. Sollte jemand planen, den Altmühlter Radweg von Kelheim aus flussaufwärts zu befahren, dem würden wir empfehlen, vorher mit einer Schifffahrt zum Kloster Weltenburg zu beginnen. Das lohnt sich. Vom Altmühlter Radweg bis nach Treuchtlingen haben wir schon zur Genüge in den entsprechenden Teilvideos geschwärmt. Der ist wirklich bezaubernd. Auf dem weiteren Weg nach Gunzenhausen sollte man dann aber wirklich in Betracht ziehen, einen Umweg über Weißenburg und den Brombachsee zu fahren. Und beim weiteren Weg auf dem Altmühlter Radweg kann man dann auch schon mal die Vorfreude auf Rodenburg ob der Tauber genießen. Der Taubertalradweg ist dann wiederum sehr lieblich. Nicht spektakulär, aber sehr gefällig. Und dass auch der Main-Radweg sehr bezaubernd ist, habe ich ja gerade erst erwähnt. Wir sind auf ihm bis Gemünden geradelt. Wer aus anderen Gegenden Deutschlands kommt, kann auch bis Würzburg, Schweinfurt, Bamberg oder Bayreuth weiterfahren. Oder natürlich auch in die andere Richtung, mainabwärts über Hanau und Frankfurt bis zum Rhein. Glück hatten wir halbwegs mit dem Wetter, denn wir hatten überhaupt keinen Regen abbekommen. Dafür war es aber teilweise sehr heiß. Normalerweise mag ich das überhaupt nicht. Aber es ließ sich halbwegs ertragen, solange wir gefahren sind. Der Fahrtwind kühlte doch etwas. Und nachts hat es sich glücklicherweise auch einigermaßen abgekühlt. Übernachtet haben wir, bis auf die erste Nacht, immer im Zelt. Das hat sich für uns als am praktischsten erwiesen, da man sehr flexibel entscheiden kann, wie weit man am jeweiligen Tag fährt. Die Abstände der Campingplätze sind nicht allzu groß und mit dem kleinen Zelt bekommt man auch ohne Voranmeldung eigentlich immer einen Platz auf der Zeltwiese. Selbst gekocht haben wir dann aber nicht, wir haben uns immer den Luxus geleistet, essen zu gehen. Wenn wir euch zu einer Radreise auf diesen Wegen angeregt haben und ihr aber vor dem Zelten zurückschreckt, sollte das aber kein Hindernis sein. Auf diesen beliebten Radwegen müsste man auch genug andere Unterkünfte bekommen. Lediglich, wenn man in der Hauptsaison unterwegs ist, sollte man vielleicht etwas längerfristiger buchen. Wir hoffen, wir konnten euch etwas Appetit auf eine Radreise machen. Vollkommen egal,
ob mit einem E-Bike oder wie wir mit einem Biobike. Einfach mal in Angriff nehmen und mit wenigen und kurzen Tagesetappen starten. Dann werdet ihr vermutlich genauso viel Spaß an dieser wunderbaren Art der Fortbewegung haben. Wenn euch unsere Videos gefallen haben, dann lasst es uns und andere durch einen Daumen hoch wissen. Und abonniert unseren Kanal, denn wir wollen auch 2026 wieder auf dem Rad unterwegs sein. In diesem Sinne, tschüss und bis bald mal wieder.